Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der Streckenvorstellung von der Tour de Suisse 2025. Mein Name ist Patrick Nogdalla vom Schweizer Cycling Podcast Gümmeler Talk. Ich bin David Losli, bin der sportliche Direktor von der Tour de Suisse und ich habe die Etappen geplant. Dann steigen wir doch direkt in die Strecke ein. Super, dann würde ich doch sagen, starten wir mal mit der Streckenbesichtigung. Genau, die erste Etappe die startet in Gstaad, kommt auch wieder in Gstaad an. Es ist eine kurze Etappe, weniger als 100 km, aber als erste Etappe sehr schwer. Es geht via Saanen-Möser, der erste Aufstieg vom Tag, dann geht der zweite über den Jaunpass, einen schweren Aufstieg, bevor es dann Richtung Lac de la Gruyère geht, ins Friburgische, und dann die Rückfahrt via Wattland, Châteaudet, kommt man dann wieder auf Gstaad auf. Der zweite Streckenteil ein bisschen einfacher, aber wichtig ist, dass man am Start parat ist. Du sagst es, David, Gstaad steht ja eigentlich für Luxus, Ferien und Entspannung. Doch die erste Etappe klingt alles andere als entspannend. Wo siehst du dort die grösste Knacknuss? Ja, es ist sicher wirklich der Start. Also auf den ersten paar Kilometern macht man die meisten Höhenmeter auf Saanen-Möser rauf, dann noch über den Jaunpass. Also wenn man sich dort schlecht eingefahren ist oder vielleicht irgendwie nicht gerade schon parat ist, wirklich am ersten Tag, dann riskiert man, dass man vielleicht das Gesamtklassement könnte schon aus der Hand geben. Also man muss wirklich vom ersten Meter an parat sein. Voilà, okay. Merci vielmals. Dann kommen wir doch zu der zweiten Etappe. Es geht nach dem Start wieder Richtung Saanen-Möser, also geht sofort den ersten Aufstieg. Dann das nächste Haupthindernis ist sicher der Schallenberg, ein Pass, der muss überquert werden mit der Etappe. Und dann geht es im Entlebuch Richtung Ziel nach Oberkirch zum Campus Sursee, aber auch dort hat es noch zwei schwere Aufstiege kurz vor dem Ziel. Der letzte schwere Aufstieg, rund 20 km vor dem Ziel, wird sicher noch einmal für eine Selektion sorgen. Ich denke nicht, dass da die Sprinterinnen dabei werden sein. Das wird ein reduziertes Feld sein. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Gruppe von 15 bis 20 Fahrerinnen miteinander ankommen. Als offizieller Streckenplaner ist es ja manchmal nicht ganz einfach, den Spagat zu machen zwischen landschaftlich attraktiven Strecken, aber auch sportlichen Herausforderungen. Wie schaffst du das? Ja, es ist, manchmal ergibt es sich halt einfach. Zum Teil ist von A nach B die Distanz so lang, dass man gar nicht gross Alternativen anschauen oder planen kann. Und dann ist natürlich die Sicherheit, die mal das erste Kriterium ist. Dann möchte man sicher die Landschaft, die Schweiz präsentieren, in den Ecken der Schweiz, wo wir sind. Und wichtig natürlich, dass es eine spannende Tour gibt. Also jede Etappe für sich soll spannend sein, aber auch als Ganzes, als Rundfahrt, schauen, dass nicht gerade die grosse Spannung nach dem ersten, zweiten Tag schon weg ist, sondern hoffentlich bis ganz zum Schluss, dass es spannend bleibt. Ja. Okay, super. Merci vielmals. Kommen wir doch zu der dritten Etappe in diesem Fall. Ja, auf dem Papier und wenn man die Höhenmeter anschaut und auch die Distanz, ist das sicher die einfachste Etappe. Es sind gut 1200 Höhenmeter,
Gute 120 Kilometer, also eher eine kurze Etappe und verhältnismäßig für die Tour de Suisse Women eine flache Etappe. Aber trotzdem, 1200 Höhenmeter müssen zuerst mal überquert werden. Das grosse Hindernis ist sicher der Aufstieg zum Ägerisee, bevor es dann über den Sattel Richtung Ziel geht, nach Küsnacht, wo es dann wieder eben abfallend ist und flach. Ich denke, das ist eine Etappe, die für die Sprinterinnen eine Gelegenheit bietet. Und ich denke, es wird auch fast die einzige Gelegenheit sein, wo die Sprinterinnen um den Tagessieg kämpfen können. Du hast es schon angeschnitten, eben, es könnte Fluchtversuche geben. Was denkst du, ist das ein Tag, wo es viele Überraschungen wird geben oder taktische Spiele? Wie siehst du das dort? Ja, es ist immer schwierig zu sagen. Es ist natürlich wirklich die Frage, was ist in den ersten 2 Tagen passiert. Aber es ist der zweitletzte Tag. Der letzte wird nochmal sehr ein harter Tag. Darum kann ich mir schon vorstellen, dass man sich in Bezug auf das Gesamtklassement auf den letzten konzentriert. Darum das ist vielleicht die Chance für einen Fluchtversuch. Und es kann schon sein, dass dort eine Gruppe durchkommt mit einer Siegerin, die man vielleicht nicht gerade auf dem Radar hat. Ja, sind wir gespannt, auf jeden Fall. Dann kommen wir doch eigentlich zu der letzten Frauenetappe, die 4. Etappe. Genau, die 4. Etappe die startet in Küsnacht am Rigi und kommt hier in Küsnacht am Rigi an. Es ist eine schwere Etappe. Und zwar ist es eigentlich quasi ein 8, das wir fahren. Es gibt eine kleine Runde und eine grosse Runde. Die kleine Runde die führt über das Michuskreuz. Das ist wirklich ein sehr steiler Anstieg. Gute 4 Kilometer, fast 400 Höhenmeter, also 10% im Schnitt. Dann nach dem ersten Mal über das Michuskreuz geht es rings um die Rigi herum. Das ist ein bisschen der gemütlichere Streckenteil. Bevor es aber dann nochmal auf die kleine Runde geht, nochmal über das Michuskreuz, nochmal eben der finale Anstieg. Und dort erwarte ich wirklich, dass nur noch die Besten übrig werden bleiben. Das letzte Mal dort drüber. Und ja, ich denke, im Gesamtklassement wird sich dort das alles entscheiden. Wer eben am besten über die 4 Etappen gekommen ist und wer den Michuskreuz und von dort bis ins Ziel dann am schnellsten gekommen ist. Super. Hey, eben, es ist der grosse Showdown der Frauen. Denkst du, dass das Rennen wird sein, das rennentscheidend wird sein, oder ist es ein Rennen für eine klassische Ausreissergruppe? Nein, ich glaube schon. Da wird sich alles fokussieren auf das Gesamtklassement und wer die Etappe kann gewinnen wird mit grosser Wahrscheinlichkeit um das Gesamtklassement mitreden können. Also, ich bin überzeugt, dass eigentlich die grossen Teams die werden versuchen, das Heft an sich zu reissen bei dieser entscheidenden Etappe. Ist natürlich klar, was war vorher gewesen? Wer muss angreifen, wer muss verteidigen oder kann verteidigen. Das wird dann die grosse Spannung sein. Aber es ist der letzte Tag. Es sind gute 120 Kilometer und ich denke, da werden wir wirklich von Anfang an Vollgas sehen. Super, merci vielmals, David. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir doch mal das Fazit zu diesen ersten 4 und letzten 4 Frauenetappen. Wie siehst du, hast du eine kleine Prognose, wie das Rennen wird ausgehen? Ja, Prognose nicht, aber also, was man immer sagen kann bei der Tour de Suisse, sei es Frauen, Männer, egal, Velorennen in der Schweiz, es braucht Qualität zum Klettern, man muss gut sein in den Bergen. Das ist sicher Grundvoraussetzung. Ich würde als Fazit sagen, es ist nicht eine übermässig schwere Tour, also wirklich die ganz hohen Alpenpässe haben wir nicht drin. Aber die erste Etappe in Gstaad und auch die letzte Etappe in Küsnacht am Rigi, das sind schwere Etappen und dort wird sich sicher das Gesamtklassement entscheiden. Ich denke, es ist sehr offen, weil es wirklich nicht nur rein für Bergfahrerinnen ist und ich denke, da gibt es ein paar Favoritinnen, die in Frage kommen. Ist bei der Streckenplanung, eben, du hast es vorhin gesagt, Pässe, die grossen Pässe sind nicht drin. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen? Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Ort drauf an, wo wir sind. Also in Küsnacht haben wir gewusst, wir möchten etwas machen für die Zuschauer. Wir haben am gleichen Tag auch noch das Männerrennen. Also es hat natürlich aneinander vorbeigehen. Und am ersten Tag haben wir auch nicht gerade eine riesen Pässefahrt haben, um eine Vorentscheidung schon haben am ersten Tag. Und zwischendrin sind wir halt in einer Region, wo es nicht die grossen Berge hat. Und das passt aber ganz gut. Klar. Ja, du hast es auch schon gesagt, eben,
Schöne Strassen, gute Hotels. Ich glaube, die Fahrer und Fahrerinnen die zehren extrem von dieser guten Infrastruktur, die wir hier in der Schweiz haben. Und eben auch als sehr gute Vorbereitung für das grosse Tour de France-Rennen. Sind wir gespannt, wie es ausgeht. Ich freue mich auf jeden Fall mega fest und bedanke mich ganz herzlich für deine Meinung. Und auch euch, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank, seid ihr wieder mit dabei gewesen. Und ja, wir wünschen euch viel Spass bei dieser Tour de Suisse. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Das sind alles unsere Prognosen, die wir hier gestellt haben. Aber wir wissen erst, wenn das Rennen gelaufen ist. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Merci vielmals und auf Wiedersehen.